Verschiedene Gründe sprechen für die Anlage in Festgeld. Und nach vielen Jahren ständiger Zinssenkungen kommen aktuell die ersten Zinserhöhungen. In diesem Video zeigen wir dir, wann die Festgeldanlage für dich sinnvoll ist, wie du trotzdem flexibel bleibst und von weiteren zu erwartenden Zinssteigerungen profitierst und welche Anbieter wir bei verschiedenen Laufzeiten empfehlen. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, würden wir uns sehr über eine Like von dir freuen. Legen wir los. Was ist ein Festgeldkonto? Bei einem Festgeldkonto wird ein Sparbetrag für einen festgelegten Zeitraum zu einem festen Zins angelegt. Andere Bezeichnungen für Festgeld sind auch Termingeld oder Zeitgeld. Die Laufzeiten sind kurz- bis mittelfristig und liegen zwischen einem Monat und 10 Jahren. Vorteile und Nachteile. Festgeld bietet einige Vorteile, aber auch Nachteile. Die Vorteile. Die Zinsen sind höher als beim Sparbuch- und Tagesgeldkonto. Der Zinssatz ist für die Laufzeit garantiert. Je länger die Festgeldanlage, desto höher der Zins und hohe Sicherheit durch gesetzliche Einlagensicherung. Die Nachteile. Normalerweise keine Verfügbarkeit des angelegten Kapitals während der Laufzeit und fester Zins, daher keine Zinserhöhung während der Laufzeit möglich. Wie du den zweiten Nachteil mit der Zinstreppe umgehen kannst, zeigen wir dir gleich. Welche Laufzeiten sind sinnvoll bei Festgeld? Grundsätzlich solltest du beim Festgeld möglichst flexibel bleiben und nicht zu lange Laufzeiten wählen. Wir empfehlen kurze Laufzeiten von maximal 36 Monaten. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist zu erwarten, dass die Zinsen in den nächsten Monaten und Jahren wieder ansteigen, so dass du bei kürzeren Laufzeiten schneller zu besseren Zinsangeboten wechseln kannst. Zum anderen zahlen Banken bei Laufzeiten ab 48 Monaten kaum höhere Zinsen. Unser Tipp für mehr Flexibilität bei Festgeld: die Zinstreppe. Wenn du dein Geld länger als 36 Monate in Festgeld anlegen möchtest, dann kannst du dessen eingeschränkte Flexibilität mit der sogenannten Zinstreppe umgehen. Dabei teilst du die Summe, die du anlegen möchtest, in 3 Teile und legst sie jeweils mit einem Jahr, 2 Jahren und 3 Jahren an. Auf diese Weise wird ein Teil deines Geldes schneller wieder verfügbar und du kannst bei steigenden Zinsen für diesen Teil eine besser verzinste Festgeldanlage wählen. Eine Alternative dazu wäre, die Hälfte der Summe in Tagesgeld und die andere in Festgeld mit 36 Monaten Laufzeit zu investieren. So bleibst du noch flexibler. Unter dem Video verlinken wir dir neben den Festgeldtipps auch ein sehr gut verzinstes Tagesgeldkonto. Darauf musst du achten. Bei der Anlage in Festgeld gibt es verschiedene Dinge zu beachten. Automatische Verlängerung. Nicht immer läuft das Festgeld zum Ende der Laufzeit automatisch aus und die Summe samt Zinsen wird auf dein Konto ausgezahlt. Viele Banken legen das Guthaben anschließend mit der gleichen Laufzeit erneut an. Das kann bei Zinssenkungen auch zu einem geringeren Zinssatz sein. Die automatische Wiederanlage, auch Prolongation genannt, kannst du bei einigen Banken schon bei der Kontoeröffnung ausschließen. Bei anderen ist es im Online-Banking deaktivierbar und wieder andere erfordern die Kündigung zum Laufzeitende. Die Prolongation solltest du unbedingt vermeiden. Steuern. Bei der Anlage von Festgeld in Deutschland wird die Abgeltungssteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer automatisch abgeführt. Legst du dein Festgeld im Ausland an, werden die Zinsen ohne Abzug von Steuern ausgezahlt und du musst sie in deiner Steuererklärung angeben. Währungsrisiko. Bei den deutschen Anbietern von Festgeld außerhalb der Eurozone wird das Konto in fast allen Fällen in Euro geführt, so dass hier kein direktes Währungsrisiko besteht. Anders kann das aber bei der Einlagensicherung sein. Hier gilt zwar EU-weit die Vorgabe, dass es 100.000 Euro je Konto sein müssen, allerdings gilt sie in Landeswährung, sodass sie zeitweise auch leicht darunter, aber auch darüber liegen kann. Wie sicher ist Festgeld? Die Festgeldangebote mit den höchsten Zinsen kommen häufig von kleineren oder mittelgroßen Banken aus dem europäischen Ausland. Innerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraumes sind Festgeldguthaben bis zu 100.000 Euro je Kunde geschützt. Hast du mehr Guthaben, das du in Festgeld anlegen möchtest, solltest du es auf verschiedene Banken verteilen. Eröffnest du dein Festgeldkonto in Ländern, die nicht den Euro als Landeswährung haben, zum Beispiel in Schweden oder Norwegen, ist der Betrag für die Einlagensicherung in der Landeswährung festgelegt. Dabei wird der Betrag zwar regelmäßig an den Euro-Wechselkurs angepasst, es kann aber trotzdem durch Währungsschwankungen manchmal leicht darunter kommen. Du solltest die 100.000 Euro in diesem Fall also sicherheitshalber nicht voll ausreizen. Im Fall einer Insolvenz der Bank wird der Betrag aus der Einlagensicherung in der Landeswährung ausgezahlt, auch wenn dein Festgeldkonto in Euro geführt wurde. Worauf sollte man bei der Festgeldauswahl achten? Neben der Zinshöhe als eines der wichtigsten Kriterien spielt auch die Sicherheit eine große Rolle.
Auch wenn die Einlagensicherung vom jeweiligen Staat garantiert wird, stellt sich die Frage, ob das klappt, wenn ein Institut in einem der wirtschaftlich schwächeren Länder insolvent wird. Aus diesem Grund empfehlen wir dir, nur auf Banken aus Ländern zu setzen, die von der größten Ratingagentur Standard & Poor's ein Mindestrating von AA- erhalten. Zudem solltest du Festgeldangebote wählen, die schon mindestens 2 Jahre auf dem deutschen Markt verfügbar sind. Bei den Festgeldempfehlungen, die wir dir gleich vorstellen, ist das der Fall. Unsere Empfehlungen für Festgeld bei verschiedenen Laufzeiten. Hier kommen unsere Tipps für Festgeld bei Laufzeiten von 6 Monaten, 12 Monaten, 24 Monaten und 36 Monaten. Ob sich die Zinsen geändert haben, wenn du das Video siehst, erfährst du jeweils unter den Links unter dem Video. 6 Monate. Bei einer Festgeldanlage über ein halbes Jahr empfehlen wir die Collector Bank. Aktuell erhältst du hier 0,52% per annum. Bei 10.000 Euro und 6 Monaten Anlagezeit wären das 26 Euro. Die Einlagensicherung erfolgt über Schweden mit dem Best Rating von AAA. 12 Monate. Bei einem Jahr Anlagedauer empfehlen wir das Klarna Festgeld. Hier bekommst du 1,05% Zinsen. Bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro wäre das ein Zinsertrag von 105 Euro. Auch hier erfolgt die Einlagensicherung über Schweden. 24 Monate. Für ein zweijähriges Festgeld ist die United Bank unsere Empfehlung. Der Zins beträgt bei dieser Laufzeit 1,45%, sodass du bei 24-monatiger Laufzeit und einer Anlage von 10.000 Euro einen Zinsertrag von 292 Euro erhältst. Die Einlagensicherung erfolgt über Frankreich mit einem Rating von AA. 36 Monate. Für eine dreijährige Festgeldanlage empfehlen wir wieder Klarna. Der Zins beträgt 1,65%. Bei 10.000 Euro Anlagesumme ergibt das einen Zinsertrag von 503 Euro. Bei allen zuvor vorgestellten Banken musst du dich selbst um die Abführung der Steuern kümmern. Wenn du das nicht möchtest, empfehlen wir dir die Renault Bank. Bei ihr wird die Abgeltungssteuer automatisch abgeführt und du kannst auch einen Freistellungsauftrag einrichten. Auch hier erhältst du einen überdurchschnittlich hohen Zins. Einen Link findest du ebenfalls unter dem Video. Wir hoffen, dir hat das Video zum Festgeld gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Hast du noch Fragen? Dann schreib sie gerne in die Kommentare. Wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.